bei aller Raffinesse, nicht alle Männer fallen auf dich rein. Und du glaubst, David gehört zu dieser Kategorie Männer? David liebt mich. Ob ich einer Operation zustimme oder nicht, das entscheide ich immer noch selbst. Und was glaubst du wohl, was ich tun werde? Nein, das wirst du nicht. Hannah wollte sich von mir nicht helfen lassen und ich halte mich daran. Andi. Willst du nicht aussteigen? Fahr weiter. Bitte. Das kannst du doch nicht machen. Na? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, wer der Spender ist. Blinder Alarm? Wie? Nein. Solange es den großen Unbekannten gibt, besteht Hoffnung. Ja. Lieber eine ungewisse Hoffnung als gar keine. Dann muss ich also weiter die Dialyse über mich ergehen lassen. Für die ist es jetzt übrigens Zeit. Musstest du ihr davon erzählen? Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Übrigens weiß ich, wer der große Unbekannte ist. Und? Silvia. Silvia. Sie weigert sich, Hannah zu helfen. Was machen wir heute Abend Schönes? Ich bin dafür, dass der Mann sich das einfallen lässt. Im Zeitalter der Emanzipation? Was wollt ihr Frauen denn noch alles? Herr McNeil, wären Sie so nett, den Wagen vorzufahren? Selbstverständlich. Bis später. Ich hätte gern noch eine Flasche Champagner. Zum Mitnehmen. Die geht aufs Haus. Seit wann denn so großzügig, meine Liebe? Je schneller du verschwindest, desto besser. Das ist mir das Geld wert. Ob dein Freund diesen Tropfen auch zu schätzen weiß? Ich würde ihn ja gern mal auf ein Gläschen einladen. Immer nur Autofahren finde ich ziemlich langweilig. Bis dann, meine Liebe. Sehe ich das richtig? Gehört Tanja von Anstetten jetzt zu den Freunden des Hauses? Sehen Sie falsch, Angelo. Ich nehme mir den Nachmittag frei. Wir fahren raus, ein bisschen aufs Land. Also das ist eine richtig gute Idee. Hallo Vanessa. Hi, ist Jana da? Ja, kommen Sie Bis an rein. den See. Wie geht's dir? Das ist echt lieb von euch, aber ich habe auf sowas gerade echt keine Lust. Die ist so ein Arsch. Nico ist auch nicht besser. Aber jetzt hätte ich nicht gedacht, Andi und Nico. Das, Ich war doch die ganze Zeit auf ihn scharf. ja, so abgebrüht ist Nico auch nicht. Und wieso hat sie mir schon früher immer madig gemacht? Weil sie ihn will. Blöde Schlampe. Hey. Vielleicht sollte ich noch mal mit Nico reden. Dafür, glaube ich, ist es zu spät. Sie müsste schon am Flughafen sein. Sie will in ein Internat. Was soll das denn jetzt? Sie wollte nie in ein Internat. Ist doch egal. Hauptsache, sie bleibt da und zwar für immer. Was ist?
Das frage ich dich. Wenn ich meinen Flieger nicht verpassen will, dann sollten wir jetzt weiter. Nico, du willst deinen Flieger verpassen. Ach, so ein Quatsch. Ich will auf das Internat. Was bleibt mir denn anderes übrig? Früher sind die Frauen wegen so etwas ins Kloster gegangen. Siehst du? Setzt sich das Internat vor. Es ist eine Flucht, Nico. So oder so. Ich will einfach Jana nicht noch mehr verletzen. Du fliehst nicht nur vor Jana, Sondern vor deinen Gefühlen. Aber sie werden dich immer wieder einholen. Danke. Und ich mache Hannah auch noch Hoffnungen. Er konnte auch ahnen, dass Silvia so abgebrüht ist. Wir sollten Hannah sagen, was Sache ist. Dann weiß sie wenigstens, dass sie wirklich nichts, aber auch nichts von ihrer Schwester zu erwarten hat. Wozu denn noch mehr Kummer? Das hilft Hannah auch nicht weiter. Trotzdem. Selbst wenn Silvia sich einverstanden erklärt hätte. Hannah würde sie nie als Spenderin akzeptieren. Ich werde dafür sorgen, dass das Konsequenzen für Silvia hat. Felix sollte wissen, wie kaltherzig seine Mutter ist. Was versprichst du dir davon? Sie soll spüren, dass sie nicht machen kann, was sie will. Felix wird den Kontakt wieder zu ihr abbrechen. Ich frage mich eher, wie wir Hannah beibringen, dass es doch keinen Spender gibt. Ach, ich bin schon traurig, dass ich Nico die nächsten Wochen nicht sehen werde. Es sei denn, Johannes und ich besuchen sie in der Schweiz. Naja, Zermatt liegt ja nicht am Ende der Welt. Zürich. Nico macht einen Skikurs in Zürich? Sag mal, kann es sein, dass du mir gar nicht zuhörst? Das kann nicht nur sein, das ist so. Na, super. Oh, Schützchen, sei nicht böse. Es geht immer noch um Tanja. Nicht nur, dass sie mir hier auf die Nerven geht, jetzt schmeißt sie sich tatsächlich auch noch an David ran. darf ich Sie als Dankeschön auf ein Glas Champagner einladen? Sehr nett von Ihnen, aber ich bin im Dienst. Haben Sie denn nicht gleich Feierabend? Eben, deswegen. Aber sie hat doch gar keine Chance. David liebt dich. Du kennst Tanja nicht. Die würde sogar Siegfried und Roy auseinanderbringen. Ist sie so eine Raubkatze? Und ob. Und jetzt muss er diese feine Lady auch noch durch die Gegend kutschieren. Naja, er ist nun mal unser Chauffeur. Kannst du da nicht was machen? Soll Johannes ihm kündigen? Brauchen Sie mich noch? Sagen Sie, Ihre Oper macht hier eigentlich Fortschritte? Geht so. Sie müssen mich unbedingt auf dem Laufenden halten. Ich liebe Opern. Oh, ich dachte, Sie sind eher der Typ für Tragödien. Das kommt ganz drauf an. Jedenfalls, wenn Sie irgendwie Unterstützung brauchen. Oh, Sie verstehen etwas von Musik? Nicht von Musik, aber ich habe nützliche Kontakte in der Musikbranche, einige Intendanten. Sollen wir nicht ins Büro gehen? Da kann man doch viel besser plaudern. Es muss ja nicht gleich die Kündigung sein, aber habt ihr auf dem Schloss nicht vielleicht eine andere Aufgabe für ihn? Nichts, was ihm gefallen würde. Außerdem finde ich das hinter seinem Rücken nicht gerade klug von dir. Er könnte misstrauisch werden. Aber du wirst sehen, Tanja... Nein, kein Aber. Ich glaube, du nimmst diese Tanja von Anstetten viel zu ernst. Ich war doch im Krankenhaus und habe mich testen lassen wegen Hannah. Ja, das war fair von dir. Schade nur, dass der Test negativ ausgefallen ist. Ja, genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Wieso? Dazu ist doch alles gesagt. Eben nicht. Der Test war nicht negativ. Wie? Haben die Ärzte sich etwa geirrt? Nein, ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt. Das Ergebnis war positiv. Wieso hast du mir das nicht gleich gesagt? Weil ich Hannah als Spenderin nicht zur Verfügung stehe. Deswegen lügst du mich und alle anderen an? Hannah und ich hatten Streit und danach kam es für mich überhaupt nicht mehr in Frage. Nur dir zuliebe habe ich mich überhaupt testen lassen. Du wolltest dich bei mir einschleimen und gleichzeitig nicht zu Hannah tun. So ist es doch. Was bist du denn für ein Mensch? Ehrlich gesagt, habe ich bei der ganzen Sache vor allem an dich gedacht. Was? An mich? Ich hatte Angst, dich wieder zu verlieren.
Diesmal endgültig. Ich dachte... Ich auch. Hanna kommt. Jetzt kannst du reinen Tisch machen. Das hatte ich auch vor. Schön. Aber keine Lügen mehr. Felix, was gibt's? Hanna, setz dich einen Moment, ja? Bitte. Meine Mutter will dir was sagen. Ich wollte dir erklären, warum ich dir nicht helfe. Wovon redest du? Wie, hast du es ja gar nicht gesagt? Deine Schwester ist die potenzielle Spenderin. Und ihre Abneigung kennst du ja. Ja, ich weiß. Dafür gibt es nur einen Grund. Das ist ihr Hass. Oh, danke, hier riecht's nach Kaffee. Stimmt. Magst du auch einen? Nee, ich hol nur meine Sachen aus Annis Zimmer und dann habe ich hier nichts mehr zu suchen. Sag mal, hast du überhaupt keinen Anstand? Doch kein Internet? Schade. Ja, ich würde jetzt so gerne eine reinhauen. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Nico. Du bist echt ein toller Typ, Anni. Das ist die Mailbox von David McNeil. Und leider bin ich im Moment nicht zu erreichen, da ich bei der süßesten Frau der Welt war. Ach, du hast dein Handy aus. Wo warst du denn? Arbeiten. Oh, hat sich leider etwas hingezogen, Schatz. Verlangen die Lahnsteins jetzt schon Stadtrundfahrten von dir? Nein, ich war bis eben noch in der Holding. Bei Tanja. Und? Hat dir mein Champagner geschmeckt? Du weißt ganz genau, dass ich im Dienst nicht trinke, Charlie. Wozu auch? Man kann auch nüchtern flirten. Ich dachte, wir wollten nicht mehr über Tanja von Anstetten sprechen. Du hast recht. Tut mir leid. Schon gut. Ein Glück, dass deine Küsse bei mir Wunder wirken. Dann steht also jetzt einem Abend zu zweit nichts mehr im Wege. Was schlägst du vor? Ich dachte, wir lassen uns hier verwöhnen. Ein schönes Abendessen bei Kerzenlicht, eine gute Flasche Wein. Bis auf den Wein bin ich d'accord. Wieso musst du heute noch arbeiten? Ich will es nicht beschreien, aber... Naja, dann lassen wir den Wein eben weg. Du zumindest. Und dann Ja? haben wir endlich mal wieder eine Nacht für uns. Ich verstehe nicht, was du willst. Ich habe mich testen lassen. Ja, klar, weil Felix es so wollte. Ich war dir dabei völlig egal. Ach, komm schon, Hanna. Erinner dich bitte daran, was du selbst zu mir gesagt hast. Nie im Leben hättest du meine Hilfe angenommen. Daran hat sich auch nichts geändert. Auf die Unterstützung einer Frau, die nur an sich selber denkt, kann ich gut verzichten. Ach, und dann willst du bis zum jüngsten Tag auf eine Spenderniere warten, ja? Viel Spaß. Ja, danke, verdammt doch mal. Alle Achtung. So viel Borniertheit. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du zwingst mich ja regelrecht dazu.
Also gut. Ich will nicht nachtragend sein. Wenn du mich ganz lieb bittest, dann lass ich vielleicht noch mal mit mir reden. Klar. Ich falle auch noch vor dir auf die Knie. Ja, das wäre doch ein Anfang. Lieber sterbe ich, als dich um irgendwas zu bitten. Ich liebe es, wenn du so dramatisch wirst. Hannah. Hannah. So, den Wein habe ich bereits dekantiert. Molto bene, Angelo. Und falls Sie noch ein bisschen romantische Musik wünschen, ich könnte singen. Amore. Oh, ich denke, das wäre des Guten zu viel, Angelo. Wo bleibt David eigentlich? Der wollte in der Stadt noch was besorgen. Ich nehme mal an, einen Strauß Blumen für Sie. Bestimmt rote Rosen. Ach, Angelo, Sie verderben die ganze Romantik. Kein Wunder, dass Sie im Moment solo sind. Ja, besser ist das. Endlich mal Ruhe. Und ich denke mal, er kommt bestimmt gleich. Na, wenn Sie das sagen. Sonst hätte er das hier nicht liegen lassen. Ah, Angelo und die Detektive. Tanja. Deine Spielchen mit David kannst du dir schenken. Schneiders? Oh, tut mir leid, Herr McNeil ist nicht hier. Sie möchten Frau Schneider sprechen? Kleinen Moment. Frau Kepler? Namen, Frau Kepler, was kann ich für Sie tun? Nein, Frau Kepler, Herr McNeil hat heute seinen freien Abend. Ja, da bin ich mir sicher. Ach, und bitte richten Sie doch aus. Auf solche billigen Tricks falle ich nicht rein, ja? Danke. Wiederhören. Unglaublich. Jetzt spannt sie schon die Hausdame der Lahnsteins ein, um an David ranzukommen. Na, was habe ich gesagt? Blumen. Aber keine roten Rosen. Ah, Frau Kepler. Ist unser Wagen auf dem Weg zum Flughafen? Unsere japanischen Gäste müssen unbedingt mit der Limousine abgeholt werden. Wir sind für sowas sehr empfindlich. Herr McNeil ist leider verhindert. Entschuldigung, wie soll ich denn das verstehen? Ich hatte gerade ein Gespräch mit Frau Schneider. Als ich nach Herrn McNeil fragte, hat sie mich recht rüde abgewiesen. Sie sagte, sie verbitte sich in Zukunft solche Anrufe. Das waren Ihre Worte? In etwa. Seltsam. McNeil war bisher eigentlich recht zuverlässig. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, Herr Graf. Vielleicht haben Sie unserem Chauffeur zu lange zu viele Freiheiten eingeräumt. Und was Frau Schneider betrifft. Ja, schon gut. Ich kenne Ihr Temperament. Sie machte einen sehr unkontrollierten Eindruck auf mich. Gut, würden Sie dann jetzt bitte ein Taxi rufen? Das soll unsere Gäste vom Flughafen abholen und gleich ins Bistro bringen. Ich komme dann auch dahin. Natürlich. Auch wenn es für dich vielleicht ein schwacher Trost ist. Aber ich bin sehr froh, dass du es dir anders überlegt hast. Ihr beide schafft das schon. Bestimmt. Wir sehen uns zum Frühstück. Gute Nacht. Tja. Dein Vater hat recht. Wir schaffen das. Okay, bis dann. Und? Hannah wird nochmal untersucht. Ach, hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Auf jeden Fall ist es sehr nett von dir, dass du vom Krankenhaus direkt zu mir gekommen bist. Das ist doch selbstverständlich. Nachdem du angerufen hast, meine ich. Ich habe das nicht gewollt. Ich hätte merken müssen, wie labil sie ist. Aber immer, wenn wir beide uns sehen, kracht es. Naja, sie hat dich vorhin schon ziemlich heftig angemacht. Meinst du das im Ernst? Ja, sie war schon sehr ungerecht zu dir. Ja, sie hasst mich. Als ich vorhin bei ihr im Krankenhaus war und sie gesehen habe, da dachte ich, das ist doch alles nicht wichtig. Das sagst du. Du bist der einzige Mensch, der ihr jetzt helfen kann. Das zählt. Lieber würde sie sterben, du hast sie doch gehört. Im Streit sagt man vieles. Wer weiß das besser als ich? Das meint sie ernst. Da musst du eben den ersten Schritt tun. Ihr seid immerhin noch Schwestern.
Meinst du nicht auch? Endlich mal ein Abend ohne lästige Anrufe und sonstige Störungen. Du sagst es. Habe ich dir zu viel versprochen? Nein. Das ist noch besser als die Vorspeise. Und die war schon eingedeckt. Da breche sie nur sehr ungern. Aber Gibt es einen besonderen Gast, um den ich mich kümmern soll? ja, das kann man so sagen. Ich wünsche guten Appetit. Graf Lahnstein. Ich lasse sofort einen Tisch für Sie herrichten. Vielen Dank. Sie scheint sich ja prächtig zu amüsieren in Ihrer Arbeitszeit. Ich stehe natürlich sofort zur Verfügung, Herr Graf. Nein, nein, nicht nötig. Meine Hausdame hat mich inzwischen darauf hingewiesen, dass es so eine vortreffliche Einrichtung wie Taxen gibt. Die kann man sogar telefonisch zu sich nach Hause bestellen. Wieso haben Sie mich denn nicht angerufen? Ich war doch die ganze Zeit erreichbar. Das sieht Frau Kepler anders. Frau Schneider, wenn meine Hausdame sich bei Ihnen in meinem Auftrag nach meinem Chauffeur erkundigt, wer gibt Ihnen denn das Recht, Sie so unhöflich zu behandeln? Herr McNeil hätte mich zu einem wichtigen Termin fahren müssen. Aber anscheinend muss ich ja hier meine kleinsten Anliegen persönlich vorbringen. Du hast mit Frau Kepler gesprochen? Eine Schlange ist das. Komm, beruhige dich. Warum? Ich hatte doch nur einen kleinen Schwächeanfall. Und hätte sie mich in Ruhe gelassen, dann wäre ich jetzt auch nicht hier. Ich hoffe, sie bleibt mir in Zukunft erspart. Siehst du denn keine Möglichkeit, dich einmal mit ihr normal zu unterhalten? Wozu? Du weißt wozu. Ich will mich nicht vor ihr demütigen. Und ich will sie auch um nichts bitten. Die hat mir schon genug angetan. Ja, bitte? Hallo. Raus. Schick sie weg. Ich möchte nur kurz mit dir sprechen. Es dauert einen Moment. Wann gehst du? Ein Glas Wasser holen. Carla, bleib hier. Ich bin bereit, dir eine Niere zu geben. Ohne Bedingungen oder sonst welche Forderungen. Du musst es nur wollen. Und so geht es weiter. Wie sieht's aus? Gut. So gut wie die letzten? Besser. Daher weht der Wind. Was? Was gibst du ihr denn? Hast du ihr einen besseren Posten bei der Lahnstein Holding versprochen? Das ist doch völlig absurd. Nein, überhaupt nicht. So ist es ja noch viel praktischer, als in der dritten Welt eine Niere zu kaufen.